November 2019 war für Hongkong ein düsterer Monat. Es gab hintereinander 2 Belagerungen bzw. heftige Auseinandersetzungen zwischen den Studierenden zweier Universitäten und der Polizei. Das heutige Video zeigt die Belagerung in der Chinese University of Hong Kong, CUHK. Diese Belagerung war die Folge des Generalstreiks am 11.11. Zur Unterstützung dieser Aktion haben die Studierenden der CUHK mit den Demonstranten zusammen Sperren von No. 2 Bridge auf die Bahnschienen der East Rail Line geworfen bzw. Blockaden auf die dortige Autobahn gesetzt, um das Verkehrssystem um die Uni herum lahmzulegen. Daraufhin ist die Bereitschaftspolizei gekommen und stellte sich den Protestierenden auf der No. 2 Bridge entgegen. Dabei hat die Polizei Pfefferspray und Plastikgeschosse eingesetzt und mehrere Tränengasbomben in den Unicampus geschossen. Daraufhin haben die Protestierenden selbstgemachte Brandbomben und andere Gegenstände zurückgeworfen. Wegen der heftigen Auseinandersetzung hat die Polizei die Uni belagert. Die ganze Belagerung dauerte 5 Tage. Die Universitätsleitung hat versucht, Gespräche zwischen den Protestierenden und der Polizei zu führen. Teilweise war es erfolgreich, aber die Polizei hat die sogenannte Waffenruhevereinbarung 4-mal gebrochen und weiterhin Tränengasbomben verschossen, obwohl sich die Protestierenden zurückzogen. Professor Rocky Tuan, Rektor des CUHK, war am 12.11. an der Frontlinie und wollte mit der Polizei verhandeln. Aber die Polizei hat es abgelehnt, ein Gespräch mit ihm zu führen und warf ihm vor, er sei nicht in der Lage, die Studierenden unter Kontrolle zu bringen und er sollte die Frontlinie sofort verlassen. In der ganzen Aktion hat die Polizei über 2000 Tränengasbomben verschossen. Circa 119 Protestierende wurden verletzt und 5 Studierende wurden festgenommen. Der Arzt des CUHK warf die Polizei vor, dass sie ohne richterliche Befugnis die Uni betraten und Waffen gegen Massen einsetzten. Die Belagerung des CUHK hat öffentliche Reaktionen hervorgerufen. Hong Kong Watch hat eine gemeinsame Erklärung der akademischen Welt veröffentlicht, worin die Hongkonger Polizei wegen Einsatz von übermäßiger Gewalt scharf verurteilt wird. Renommierte Akademiker wie Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Judith Butler, Robert Peter George und Steven Pinker haben diese Erklärung unterschrieben. Die Chinese University of Hong Kong hat 11 Partneruniversitäten in Deutschland, von denen sich einige deutsche Studierende zum Zeitpunkt des Konfliktes an der CUHK befanden. Es wurde dringend empfohlen, diese Studierende zurückzuholen, da die Situation zunehmend gefährlicher wurde.